Haben Sie sich jemals über die Rätsel der Quantenmechanik gewundert? Stellen Sie sich eine Katze vor, die gleichzeitig lebendig und tot ist. Das ist kein Unsinn, sondern eines der Paradoxa, die verwendet werden, um die erstaunlichen Eigenschaften der Quantenwelt zu erklären. Genau diese Eigenschaften bildeten die Grundlage für die Entwicklung von Quantencomputern. Im Gegensatz zu klassischen Maschinen, bei denen Bits strikt den Wert 0 oder 1 annehmen, arbeiten Quantencomputer mit Qubits. Ein Qubit kann gleichzeitig sowohl 0 als auch 1 sein, indem es sich in einem Zustand befindet, der als Superposition bezeichnet wird. Dank dieser ungewöhnlichen Eigenschaften der Qubits sind Quantencomputer in der Lage, Berechnungen mit unglaublicher Geschwindigkeit durchzuführen und komplexe Aufgaben zu lösen, für die klassische Computer Millionen von Jahren benötigen würden. Stellen Sie sich vor, dass man für die Berechnung molekularer Strukturen oder das Knacken komplexer Verschlüsselungen nicht mehr eine Ewigkeit warten muss. Darin liegt Ihr Potenzial im Bereich der Verschlüsselung und der künstlichen Intelligenz. Allerdings erfordert dieses fragile, natürliche Supersystem besondere Aufmerksamkeit. Schon die geringste Beobachtung eines Qubits führt dazu, dass es sofort in einem bestimmten Zustand kollabiert. Dieses Merkmal ist sowohl eine Schwäche als auch ein Rätsel, das moderne Wissenschaftler bis heute zu entschlüsseln versuchen. Im nächsten Abschnitt werden wir die faszinierende Entwicklungsgeschichte der Quantentechnologien erforschen und sehen, wie sie zahlreiche Hindernisse auf dem Weg bis heute überwunden haben. In nur wenigen Jahrzehnten hat die Idee des Quantencomputings einen bemerkenswerten Weg zurückgelegt, beginnend mit ihrer Entstehung. Alles begann im Jahr 1980, als der sowjetische Mathematiker Juri Manin das Konzept des Quantenautomaten vorschlug. Im selben Jahr formalisierte Paul Benioff die Theorie der Quanten-Turing-Maschine und bereits 1982 entwickelte Richard Feynman das Konzept des universellen Quantensimulators weiter. Doch damit endeten die Entdeckungen nicht. Im Jahr 1985 entwickelte David Deutsch ein universelles Modell eines Quantencomputers, der beliebige Berechnungen unter Verwendung der Gesetze der Quantenmechanik ausführen könnte. Diese theoretischen Konzepte waren nur der Anfang einer erstaunlichen Reise in die Welt des Quantencomputings. Im Jahr 1994 stellte Peter Shor einen Algorithmus vor, der die Welt der Kryptographie revolutionierte, da er es ermöglichte, große Zahlen wesentlich schneller zu faktorisieren, als es jedes klassische Gerät je könnte. Ein solcher Durchbruch wurde zum Katalysator für die nachfolgenden Entwicklungen. Seitdem arbeiten Schlüsselakteure wie IBM und Google aktiv an der Entwicklung von Quantensystemen. Im Jahr 2019 erreichte Google mit dem Prozessor Psychomore, der 53 Qubits enthält, die Quantenüberlegenheit. IBM bot seine Quantensysteme mit 20 Qubits und mehr an und machte sie über Cloud-Dienste zugänglich. Diese historischen Momente haben die heutige Landschaft der Quantentechnologien geprägt, die sich nicht nur auf Rechenleistung, sondern auch auf die Nutzung einzigartiger Quanteneffekte stützen. Als nächstes vertiefen wir uns in die Schlüsselfaktoren dieser einzigartigen Systeme, die uns helfen werden zu verstehen, wie Qubits die Spielregeln in der Welt der Berechnungen verändern. Ein Qubit kann dank des Superpositionsprinzips gleichzeitig sowohl 0 als auch 1 sein. Dies ist eine mathematische Eigenschaft, die durch komplexe Wahrscheinlichkeitsamplituden beschrieben wird, was Qubits einzigartig macht und ihnen solche Kunststücke ermöglicht. Verschränkung ist eine weitere faszinierende Eigenschaft von Qubits. Stellen Sie sich zwei Qubits vor, die wie eine Einheit denken. Veränderungen im Zustand des einen spiegeln sich augenblicklich im anderen wider, selbst wenn Lichtjahre zwischen ihnen liegen. Das ist lediglich eine Korrelation und keine Informationsübertragung schneller als das Licht, aber der Effekt ist erstaunlich und für die Quantenkommunikation von großer Bedeutung. Die Stabilität von Qubits ist keine einfache Aufgabe. Die am weitesten verbreiteten supraleitenden Qubits erfordern extrem niedrige Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt, um ein Phänomen zu vermeiden, das als Dekohärenz bekannt ist, der Verlust quantenmechanischer Eigenschaften. Andere Technologien wie Ionenfallen oder Defekte in Diamanten haben ihre eigenen Besonderheiten und Betriebsbedingungen. Die Messung des Zustands eines Qubits zerstört die Superposition und verwandelt ihn mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in einen klassischen Zustand, was eine unglaubliche Präzision in der Steuerung erfordert. Trotz all ihrer mächtigen und fast magischen Eigenschaften sind Quantencomputer bislang kein Allheilmittel. Sie sind für bestimmte Probleme, wie etwa Faktorisierung und Quantensimulation, fantastisch effizient, aber im Allgemeinen bleiben klassische Schemata vorerst relevant. Jedoch werfen wir einen Blick darauf, wie der Quantenansatz es ihnen ermöglicht, Probleme parallel zu lösen und so neue Horizonte in der Informatik zu eröffnen. Parallele Berechnungen. Quantencomputer sind für ihre parallelen Berechnungen berühmt, aber das ist nicht ganz so, wie wir es uns im klassischen Sinne vorstellen. Hier spielt die Fähigkeit der Qubits, sich im Zustand der Superposition zu befinden, eine entscheidende Rolle.
Stellen Sie sich vor, ein Qubit repräsentiert gleichzeitig 0 und 1, was es dem Quantensystem ermöglicht, viele Zustände auf einmal zu verarbeiten. Allerdings kann man die Information erst nach einer Messung gewinnen, bei der die Superposition in einen einzigen Zustand zusammenfällt. Interferenz. Das ist hier nicht einfach nur ein Begriff aus dem Physikunterricht. Es handelt sich um ein Phänomen, bei dem sich Quantenamplituden konstruktiv oder destruktiv überlagern, um die Wahrscheinlichkeit der gewünschten Antworten zu verstärken und andere zu unterdrücken. Indem sie diese ungewöhnliche Eigenschaft nutzen, durchsuchen Quantenalgorithmen wie der Shor- oder Grover-Algorithmus nicht alle Möglichkeiten parallel. Stattdessen verstärken sie die richtige Antwort und lassen die falschen außen vor. Das ist die parallele Kraft, die für komplexe Aufgaben benötigt wird. Von der Modellierung von Molekülen bis hin zur Wettervorhersage. Obwohl moderne Quantenmaschinen heute in der Anzahl der Qubits begrenzt sind und zu Fehlern sowie Dekohärenz neigen, reichen ihre Möglichkeiten aus, um vielversprechende Forschung zu betreiben. Die Kraft des Quantencomputings beruht auf solch grundlegenden Eigenschaften wie der Verschränkung. Wenn zwei Qubits verschränkt sind, werden ihre Zustände miteinander verbunden, selbst wenn sie durch große Entfernungen getrennt sind. Ein solcher Zustand des Systems lässt sich nicht in die Zustände einzelner Qubits zerlegen, was die Rechenleistung noch weiter erhöht. Daher sind Quantencomputer nicht einfach nur stark verbesserte Versionen klassischer Maschinen, sondern sie stellen eine revolutionäre Technologie mit neuen Ansätzen und Konzepten dar, die den Weg für neue Algorithmen ebnet. In Zukunft könnten diese Maschinen die Herangehensweise an die Lösung komplexer Aufgaben grundlegend verändern. Wir werden beobachten, welche neuen Horizonte sich dank der Quantenprinzipien eröffnen und die Schlüsselkonzepte kennenlernen, die den quantenmechanischen Fähigkeiten zugrunde liegen. Stellen Sie sich eine Münze vor, die wir geworfen haben, aber nicht haben landen lassen. Sie schwebt in der Luft und befindet sich gleichzeitig sowohl im Zustand Kopf als auch im Zustand Zahl. Genauso kann man sich die Superposition in der Quantenwelt vorstellen. Qubits, die in Quantencomputern verwendet werden, besitzen die Fähigkeit, sich gleichzeitig in einer Superposition von 0 und 1 zu befinden, solange keine Messung erfolgt, und genau das macht sie unglaublich leistungsfähig. Dieses Merkmal bildet die Grundlage des Potentials von Quantencomputern. Der Shor-Algorithmus beispielsweise nutzt die Superposition, um große Zahlen mit exponentiell höherer Effizienz als klassische Methoden in Faktoren zu zerlegen, was eine ernsthafte Herausforderung für moderne kryptografische Systeme darstellt. Der Grover-Algorithmus wiederum nutzt diese Möglichkeit, um die Suche in unstrukturierten Datenbanken quadratisch zu beschleunigen, was wiederum die Arbeit mit großen Informationsmengen erheblich verbessert. Man darf das nicht mit klassischer Parallelverarbeitung verwechseln. Das Geheimnis besteht darin, dass Qubits eine lineare Kombination von Zuständen verarbeiten, was ihnen ermöglicht, Aufgaben auf völlig andere Weise zu lösen. Wenn jedoch eine Messung durchgeführt wird oder wenn die Superposition mit der Umgebung interagiert, führt dies zum Kollaps der Wellenfunktion. Ein Prozess, der als Dekohärenz bezeichnet wird. Dies versetzt das Quantensystem in einen bestimmten klassischen Zustand zurück, und genau darin liegt die Hauptschwierigkeit bei der Steuerung von Quantencomputern. Gerade diese Eigenschaften ermöglichen es Quantencomputern, komplexe physikalische, chemische und biologische Systeme zu modellieren und eröffnen damit neue Horizonte für Forschung und technologische Durchbrüche. Indem wir diesen Wegen folgen, können wir noch erstaunlichere Prozesse entdecken, die in der Natur der Materie selbst angelegt sind, einschließlich der Möglichkeiten der Quantenverschränkung zur Verbesserung der Kommunikation und Informationsverarbeitung. Quantenverschränkung ist ein erstaunliches Phänomen, das mit der Korrelation zwischen Teilchen auf Quantenebene verbunden ist. Die zwischen Qubits hergestellte Verschränkung ist nicht für die direkte Übertragung von Informationen verantwortlich, ermöglicht jedoch die Schaffung hochsicherer Kommunikationsprotokolle. Sie bietet die Möglichkeit, Abhörversuche schnell zu erkennen und garantiert so den Schutz der Datenvertraulichkeit. In asiatischen Ländern, zum Beispiel in China, wurden bereits historische Erfolge bei der Quantenübertragung erzielt. Im Jahr 2016 wurde mit Hilfe des Satelliten Mizius ein Experiment durchgeführt, bei dem Quantenschlüssel über Entfernungen von Hunderten und Tausenden von Meilen übertragen wurden. Dabei handelt es sich nicht um die Übertragung der eigentlichen Daten, sondern um die Schaffung eines unsichtbaren Sicherheitsnetzes, das Schutz vor klassischen Hackerangriffen garantiert. Die Verschränkung wird zum Fundament der Quantenkryptographie, bei der die Prinzipien der Quantenmechanik es unmöglich machen, Daten zu kopieren oder abzufangen, ohne dass dies bemerkt wird. Die Quantenschlüsselverteilung ist eine der Technologien, die einen verbesserten Schutz spürbar machen. Jeder Eingriff in das System wird registriert, was solche Kommunikationswege praktisch unangreifbar macht. Das Zeitalter der neuen Quantentechnologien hat bereits begonnen und ihr Potenzial im Bereich der Sicherheit darf nicht unterschätzt werden. Wissenschaftliche Entdeckungen und Experimente auf diesem Gebiet gehen weiter und schon bald könnten wir eine breitere Einführung quantenbasierter Methoden zum Schutz von Informationen erleben.
Wenn wir unsere Reise in die Welt der Quantentechnologien fortsetzen, werden wir sehen, wie sie die kryptografischen Möglichkeiten auf ein nie dagewesenes Niveau heben können. Quantencomputer bedrohen die Grundlagen der modernen Kryptographie. Im Kern heutiger Datensicherungssysteme wie RSA steht die komplexe Aufgabe der Faktorisierung großer Zahlen. Moderne Computer verlassen sich genau auf die rechnerische Komplexität dieser Aufgabe, um Sicherheit zu gewährleisten. Quantenmaschinen hingegen, die den Shor-Algorithmus verwenden, sind theoretisch in der Lage, die für die Lösung benötigte Zeit drastisch zu verkürzen. Das ist nicht einfach nur eine Beschleunigung, sondern eine Veränderung des gesamten Ansatzes zur Datensicherheit. Und genau hier liegt die geheimnisvolle Kraft der Quantentechnologien. Der Shor-Algorithmus ermöglicht es, Aufgaben zu lösen, die für klassische Computer unlösbar sind, und rückt damit Quantenalgorithmen eindeutig in den Vordergrund. Die praktische Anwendung ist zwar noch durch die derzeitige Größe der Quantenprozessoren und Skalierungsprobleme begrenzt, doch die Aussicht, weit verbreitete Algorithmen wie RSA zu knacken, übt dennoch eine große Faszination auf Wissenschaftler aus. Solche Szenarien sind vielleicht noch weit von der Umsetzung entfernt, aber ihre Bedrohung ist spürbar und erfordert schon heute unsere Aufmerksamkeit. Am anderen Ende des Spektrums steht die Quantenkryptographie. Dieses Gebiet bietet Methoden, die dank der Prinzipien der Quantenmechanik in der Lage sind, Abhörversuche zu erkennen. Die Quantenschlüsselverteilung, auch QKD genannt, sorgt für Sicherheit, indem sie jede Art von Eingriff erkennen lässt. Das ist zwar keineswegs eine Allzwecklösung, sondern erfordert eine spezialisierte Infrastruktur. Und obwohl die Quantenkryptographie noch nicht weltweit verbreitet ist, verspricht ihr Potenzial bedeutende Veränderungen in naher Zukunft. Mit der Weiterentwicklung dieser Technologien werden Quantenlösungen neue Ebenen des Datenschutzes bieten können. Unser nächster Halt zeigt, wie Quantencomputer und künstliche Intelligenz bei der Lösung komplexer Aufgaben ineinandergreifen und damit Türen zu zukünftigen weltweiten Entdeckungen und einer verstärkten Integration von Technologien öffnen. Quantencomputer und künstliche Intelligenz eröffnen neue Horizonte. Kürzlich haben russische Wissenschaftler des Physikalischen Instituts der Akademie der Wissenschaften und des russischen Quantenzentrums einen Durchbruch erzielt, indem sie erstmals Quantenalgorithmen mit maschinellem Lernen kombiniert haben. Sie haben diese Technologie erfolgreich zur Klassifizierung von Bildern und Graphen eingesetzt, was das Potenzial von Quantencomputern bei der Lösung komplexer praktischer Aufgaben unterstreicht. Superposition und Quantenverschränkung ermöglichen es Quantensystemen, viele Lösungen parallel zu verarbeiten. Quantenalgorithmen, wie zum Beispiel die Quantenvariante des Gradientenabstiegs, versprechen, die Zeit zur Suche nach minimalen Fehlern zu verkürzen. Dennoch befinden sich diese Technologien noch in der Entwicklungsphase und werden für kleinere Aufgaben eingesetzt, wobei sie nicht immer einen Vorteil gegenüber klassischen Ansätzen bieten. Bereiche mit riesigen Datenmengen, wie Medizin und Produktion, spüren das Potenzial der Quantentechnologien. Die Möglichkeit, Diagnosen von Krankheiten zu erleichtern und die Effizienz von Produktionsprozessen zu steigern, ist ein enormer Vorteil. Die tatsächliche Einführung von Quantencomputern steht jedoch noch bevor. Experten sagen bedeutende praktische Ergebnisse in 3 bis 5 Jahren voraus. Trotz aller Erwartungen muss man sich der aktuellen technologischen Einschränkungen bewusst sein. Die Skalierbarkeit und Interpretierbarkeit von Modellen bleiben weiterhin schwierige Aufgaben. Doch die Verbindung von Quantencomputing und KI verspricht, eine neue Richtung in der Wissenschaft einzuschlagen und die Entdeckung sowie Einführung zukünftiger Technologien zu beschleunigen. Der nächste Halt auf unserer Reise wird zeigen, wie Quantencomputer weiterhin die Optimierung komplexer Aufgaben verändern, die mit klassischen Methoden nach wie vor nicht lösbar sind. Ein inspirierender Trend, den man nur begrüßen kann. Quantencomputer bringen einen neuen Ansatz zur Lösung komplexer Optimierungsaufgaben mit sich. Im Gegensatz zu klassischen Computern, die eine sequentielle Durchmusterung der Möglichkeiten nutzen, setzen Quantenmaschinen wie die von D-Wave entwickelten Geräte auf Prinzipien wie Tunneln und Superposition, um angenäherte Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Sie prüfen nicht alle Möglichkeiten gleichzeitig, sondern nutzen Quanteneffekte, um effizient nach Lösungen zu suchen. Eine der Methoden ist das Quantenannealing, das sich als unersetzlich für die Lösung von Aufgaben mit einer großen Anzahl von Variablen erweist. Es zeigt seine Effektivität in Bereichen wie der Optimierung von Logistikrouten und dem Management von Energienetzen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Methode bisher auf ungefähre und nicht auf exakte Lösungen abzielt, insbesondere bei Aufgaben wie dem Problem des Handlungsreisenden. In den Materialwissenschaften ermöglichen Quantencomputer die Modellierung der Wechselwirkungen von Atomen und Molekülen mit dem Potenzial, neue Materialien zu entdecken. Die meisten dieser Anwendungen befinden sich jedoch noch im Forschungsstadium. Die Genauigkeit und Reife der Technologien erlauben es derzeit noch nicht, in den industriellen Vollmaßstab überzugehen.
Im Bereich der Quantenoptimierung bleiben viele Fragen offen, insbesondere im Hinblick auf die Genauigkeit und Stabilität der Lösungen. Diese Schwierigkeiten erfordern ein Umdenken, bevor Quantenmethoden in der Breite eingesetzt werden können. Dennoch investieren viele Branchenführer, darunter Amazon und andere, in Forschung, die in naher Zukunft bedeutende Durchbrüche bringen könnte. Die Wissenschaft hat noch einen langen Weg vor sich, aber das Potenzial dieser Technologien ist beeindruckend und inspirierend. Gehen wir nun einen Schritt weiter und richten unsere Aufmerksamkeit auf Quantensimulationen, die vielversprechend neue Horizonte im Verständnis und in der Erforschung komplexer natürlicher Systeme eröffnen. Es scheint, als beginne die wahre Kraft der Quantentechnologien sich erst in der Zukunft zu entfalten. Quantensimulationen gehören zu den spannendsten Bereichen der Wissenschaft und eröffnen neue Möglichkeiten zur Erforschung komplexer Quantensysteme. Hier ist es jedoch wichtig, Unterschiede zu machen. Quantensimulatoren sind spezialisierte Geräte, die entwickelt wurden, um das Verhalten bestimmter Quantensysteme zu imitieren, im Gegensatz zu universellen Quantencomputern, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden. Bereits Anfang der 1980er Jahre schlug der herausragende Physiker Richard Feynman vor, solche Geräte zur Simulation von Quantensystemen einzusetzen, was den Grundstein für die Entwicklung der Quantensimulationen legte. Klassische Computer stoßen bei solchen Aufgaben auf ein exponentielles Wachstum der Komplexität, aber Quantensimulatoren, die Superposition und Verschränkung nutzen, sind in der Lage, effizient mit einer riesigen Anzahl von Quantenzuständen zu arbeiten. Das Faszinierende daran ist, dass Quantensimulatoren molekulare Wechselwirkungen und chemische Reaktionen auf einem Niveau modellieren können, von dem klassische Technologien nur träumen können. Stellen Sie sich vor, neue Materialien zu erschaffen oder Medikamente dank dieser Simulationen schnell zu entwickeln. Allerdings haben Quantenberechnungen ihre eigenen Besonderheiten. Beim Messen des Ergebnisses kollabieren komplexe Quantenzustände zu klassischen mit einer wahrscheinlichkeitstheoretischen Interpretation. Man sollte jedoch bedenken, dass das Potenzial von Quantensimulationen zwar enorm ist, die Technologie sich aber noch in einem frühen Stadium befindet. Moderne Geräte sind auf eine geringe Anzahl von Qubits beschränkt und stoßen auf Probleme wie Rauschen und Fehler. Skalierbarkeit und Stabilität sind ernsthafte Herausforderungen, an deren Lösungen Wissenschaftler arbeiten. Die Wissenschaft steht an der Schwelle zu neuen Entdeckungen, die unser Weltbild revolutionieren könnten. Die wahre Kraft der Quantentechnologien beginnt sich erst zu zeigen, doch der Weg dorthin ist voller Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen. Wir tauchen weiterhin in die Welt des Quantencomputings ein und erforschen dessen potenziellen Einfluss auf die Wissenschaft und Technologien der Zukunft. Quantencomputer mit ihren unglaublichen Möglichkeiten stehen vor grundlegenden Herausforderungen. Das Erste, was beeindruckt, ist der schwierige Kampf gegen Fehler, die durch Dekohärenz verursacht werden, wenn Qubits aufgrund der Wechselwirkung mit der Umgebung ihre Quanteneigenschaften verlieren. Dies ist ein grundlegendes Problem, das die Entwicklung der Quantentechnologie verlangsamt. Interessanterweise sind für den stabilen Betrieb der Prozessoren oft extrem niedrige Temperaturen erforderlich, aber nicht überall. Zum Beispiel kommen Ionenfallen ohne extrem kryogene Bedingungen aus, obwohl solche Systeme natürlich weiterhin recht teuer und technologisch komplex bleiben. Die Fehlerkorrektur ist derzeit in großem Maßstab nicht möglich, da die Architektur sehr komplex ist und eine hohe Präzision der Operationen erfordert, die als Fidelity Gates bezeichnet wird. Und bisher wurde die Präzision noch nicht auf ein Niveau gebracht, das es erlauben würde, die Ansammlung von Fehlern zu vermeiden. Wenn es um Quantenalgorithmen geht, zum Beispiel die bekannten Algorithmen von Shor oder Grover, entsteht eine Schwierigkeit. Sie werden für spezifische Aufgaben entwickelt und müssen für reale Anwendungen wie die Faktorisierung von Zahlen oder die Simulation von Molekülen in der Pharmaindustrie optimiert werden. Das ist eine weitere Herausforderung auf dem Weg zum Wachstum und zur Entwicklung der Anwendbarkeit von Quantencomputern. Das Verständnis und die Entwicklung der Quantenkryptographie sind wichtiger denn je. Obwohl Quantenmaschinen eine Bedrohung für unsere heutigen Systeme darstellen, fördert dies die Entwicklung neuer, widerstandsfähiger Algorithmen, die Daten schützen würden. Hier ist es wichtig, auch über die Roadmap zur Entwicklung der Quantensicherheit zu sprechen, bei der nicht die Bedrohung, sondern das Potenzial im Vordergrund steht. Noch immer auf dem Prototypenniveau und mit kostspieligen Lösungen versprechen Quantencomputer Innovationen in naher Zukunft. Große Unternehmen wie Google mit ihrem Willow-Chip überraschen weiterhin und werfen ein Licht auf Horizonte, in denen solche Maschinen Teil unserer Realität werden. Ihre Hauptaufgabe besteht heute also nicht nur darin, die eigenen Grenzen zu überwinden, sondern sich auch auf die globale Einführung vorzubereiten, in der Hoffnung, dass wir das Quantenpotenzial bald überall nutzen können. Diese Barrieren werden den wissenschaftlichen Durchbruch zu neuen Entdeckungen, die bald unsere Normalität sein werden, nicht aufhalten. Die führende Rolle der Quantencomputer in unserer Zukunft ist zwar noch eine schwindelerregende Aussicht, aber sie beginnen gerade erst, die Welt zu erobern. Heute ist ihre Nutzung auf Laborbedingungen und spezialisierte Cloud-Dienste beschränkt, die sehr spezifische Aufgaben lösen.
Am treffendsten ist es, den heutigen Stand der Quantenberechnungen als embryonal vor einem großen Schritt zu betrachten. Das Konzept der Quantenüberlegenheit bezeichnet den Moment, in dem ein Quantencomputer einen klassischen Computer bei der Lösung einer bestimmten Aufgabe übertreffen kann. Doch das hat nicht immer einen praktischen Wert. Wichtiger ist das Streben nach einem quantenwirtschaftlichen Vorteil, also wenn Quantentechnologien bei komplexen und spezifischen Aufgaben einen echten Nutzen bringen. Der aktuelle Fortschritt stößt auf eine Reihe technischer Probleme, wie die Notwendigkeit extrem niedriger Temperaturen für den Betrieb von Qubits und Schwierigkeiten bei der Steuerung der Prozesse. Für den stabilen Betrieb dieser Computer werden spezielle Materialien benötigt, die sich bislang noch im Stadium der Laborforschung befinden. Viele erwarten, dass Quantensimulationen in Zukunft die Entwicklung neuer Medikamente beschleunigen und den Ansatz bei der Konstruktion von Luft- und Raumfahrttechnik verändern werden. Dies sind jedoch nur Perspektiven und die ersten wirklich anwendbaren Beispiele bedürfen weiterer Forschung. Wahrscheinlich wird noch ein Jahrzehnt vergehen, bevor wir eine kommerzielle Umsetzung dieser Ideen sehen werden. Unternehmen wie IBM, Microsoft und Google betreiben in diesem Bereich intensive Forschung und streben danach, skalierbarere und praktischere Quantensysteme zu entwickeln. Die Projekte und ehrgeizigen Ideen, die sie vorantreiben, könnten zum Katalysator für die Transformation von Industrie und Technologie in einer noch fernen Zukunft werden. Bis dahin bleibt uns nur, die Entwicklungen zu beobachten und bereit zu sein für eine neue technologische Ära, die verspricht, Türen zu einer Welt zu öffnen, von der wir bisher nur träumen konnten.